Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und im heutigen Video zeige ich euch, wie man blanke Darmsaiten richtig knotet und richtig aufzieht, auf Wunsch einer Abonnentin, man kennt schon bald fast sagen, einer unserer Lieblingsabonnentinnen. Mehr davon, wie immer, nach dem Intro. Danke, Tobias. Bei den blanken Darmsaiten, die sind in der Regel so, dass es eine Länge hat, dass man immer zwei Seiten rausbringt. Das heißt, die sind ungefähr 1,20 m oder 1,25 m oder was lang. Und man geht da her und halbiert die Seiten einmal. Ja? Also, Enden zusammen, dann vorsichtig runter tun, so dass wir sozusagen keine Knick einbringen. Ja? Jetzt habe ich die Hälfte, die schneiden wir einmal mit einem Messer durch. Ja? So, dann reicht uns natürlich eins davon. Dann mache ich das so, dass ich das im Prinzip einfadel in den Seitenhalter. Ich lasse es unten durchaus stehen, ein Stickel. Ich mache immer zwei Knoten hintereinander, das heißt, ich mache den ersten Knoten. Dann nehme ich so ein Zangerl, dass das sozusagen einfach, dass ich es besser halten kann. Mache den ersten Knoten rein und dann mache ich noch einen zweiten, damit der auf keinen Fall wandert. Und den schiebe ich jetzt auch zum ersten Knoten zu. Und zwar so weit ich irgendwie nur kann. Und dann ziehe ich nochmal an. Also zwei Knoten, die können einfach nicht wirklich wandern. Dann schneide ich den Rest weg mit einem Messer. So, jetzt gehe ich her, ziehe es durch raus, weil sonst von unten auffadeln ist ein bisschen komplizierter natürlich. Bevor ich das in Wirbel rein tue, nicht vergessen mit dem Bleistift einfach die Kerben nochmal sozusagen nachschmieren und da heroben die Kerben nochmal nachschmieren. Das haben wir eh schon mal gehabt in einem Video. So, und jetzt gehe ich her, jetzt tue ich den Wirbel raus, stecke es da durch. So, ich lasse es jetzt, was es ist, so 1,5 cm rausschauen. Und jetzt gehe ich her und wickel das mit rein. Jetzt stecke ich das rein. Jetzt wird es beim Titanwirbel natürlich fester. Das kehrt auch so. Dann lege ich es da in die Kerben rein und da in die Kerben rein. Und jetzt spanne ich es einmal leicht. So, jetzt brauchen wir noch ein Quint dazu. Und wie gesagt, die A-Seiten ist nicht auf die 440 gestimmt oder 442, sondern so je nachdem, was gemacht wird mit dem Instrument. In der Regel sind es 415 Hertz, vielleicht sind es einmal 417 oder so. Das heißt, ich gehe dann her und fahre mal über die Seiten so längsmäßig drüber. Erzeugt damit ein bisschen eine Reibung und eine gewisse Wärme. Ja, man spürt das an die Finger. Ja. Und man hört jetzt, dass die Seiten ein bisschen tiefer geworden ist, weil sie sich natürlich dehnt. Jetzt gehe ich weiter. Ganz dann fehlt uns noch. Jetzt haben wir fast die Quart gehabt. So, und das ist es im Prinzip schon, um was es da geht. Und da filmst du jetzt nochmal ein, Kasper, schau her. Also, man wickelt die Seiten, und zwar jede immer so auf, dass sie von dieser Rinnen möglichst gerade weggehen. Das heißt, wenn ich das sehr schräg machen würde, hätte ich da einen erhöhten Reibungswiderstand. Und die Schwingungsfähigkeit von der ganzen Seite auch im Wirbelkasten ist natürlich viel niedriger. Also, blanke Darmseiten muss man ein paar Mal nachstimmen. Weil sie sich zuerst dehnt, aber die halten relativ gut. Die E-Seiten ist sozusagen die kompliziertere von alle und die am leichtesten anreißt. Ja? Aber so funktioniert das ganz gut und hält da tadellos.
das war's im Prinzip schon. Nichts Kompliziertes. Oder anders gesagt, Baby leicht. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Das war's für das heutige Video. Wenn ihr irgendwelche weiteren Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir versuchen die alle zeitnah zu beantworten. Und sonst freue ich mich, wenn wir uns einfach beim nächsten Video wiedersehen. Alles dann, pfiat euch! Nicht, dass die Seite nicht so schlafen durchgeht, wenn wir dann filmen. Das war ganz super. Muss ich klatschen oder passt das? Aha, geht alles noch. Geht alles so weiter. Kann ich anfangen? Jo, los geht's. Los geht's, los geht's, los geht's. Also, Jetzt einmal kurz klatschen, bitte. jetzt warte ich kurz, ja, das sind Ist die. das der Trottel? Weißt du was, ich mach's einfach so, ich fange dann einfach noch mehr an. Unsere Patienten, ha? Wenn man genau weiß, dass einem das nur mehr wurscht sein kann. Voll super. Dann will ich mir, wenn ich darf, Red Bull schnappen. Klar. Ja, es muss nur, falls die Karte heute noch kommt zum Schächern, dann müssen wir wieder da sein. Geht? Ja, wir wollen ja nicht, dass von der Gang der Lack runtergeht, wenn du das anhauchst.